Unser globaler Handel wird globaler. Lieferketten zwischen Importeuren und Exporteuren bilden das Herzstück des globalen Handels. Warum sind wir in Deutschland mit unseren wenigen 80 Millionen Einwohnern für andere Länder so wichtig? Weil wir die drittstärkste Handelsnation sind, Platz 3 unter den Export- und Importländern, nach China und USA. China exportiert am meisten mit 3,5 Billionen US-Dollar, USA importiert am meisten mit 3,4 Billionen US-Dollar. Übrigens, Russland liegt zwar auf Platz 14 unter den Exportschlagern, doch exportiert zusammen mit der Ukraine rund 14% des weltweiten Weizen- und Gerstenangebots und knapp 70% des Sonnenblumenöls. Die Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg erhöhten unmittelbar unsere Lebensmittelpreise. 2023 wird unser globales Handelsvolumen 29 Billionen US-Dollar schwer sein, was einem Anstieg von 3,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir können den globalen Handel weiterhin vorantreiben, wenn wir unsere Länderbeziehungen vorantreiben. Wir brauchen einen reibungslosen Trade-Finance-Markt. Doch so reibungslos ist dieser Markt nicht, wie du gleich feststellen wirst. Und da kommt Blockchain und XTC wie Warte mal, Steffi, bevor du auf XTC kommst. Was ist Trade Finance? Die Finanzierung, die für den grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr, den Außenhandel nötig ist, das ist Trade Finance. Unter Trade Finance fallen ganz unterschiedliche Finanzierungslösungen und Instrumente, die Banken ihren Unternehmenskunden anbieten. Unternehmen brauchen Geld, um Lieferanten zu finanzieren, um Rohstoffe wie Holz oder Erdöl einzukaufen oder um Exportgeschäfte von Investitionsgütern zu betreiben. Investitionsgüter sind, by the way, technische Anlagen wie ein Fließband oder eine Chemieanlage, die eine Firma braucht, um eigene Produkte herzustellen. Der Trade Finance Markt ist um die 19 Billionen US-Dollar schwer. Reports erwarten einen Anstieg des Transaktionswerts 2023 von über 4 Billionen US-Dollar auf knapp 5 Billionen US-Dollar 2028. Das wäre ein jährliches Wachstum von über 3,7%. Klingt nach einem Riesengeschäft für die Banken. Wo liegt dann das Problem? Pass auf, ich erzähle dazu eine Geschichte. Simon leitet ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Seine Firma stellt Chemieanlagen her. Aladdin ist Medikamentenhersteller in Saudi-Arabien. Er braucht eine neue Chemieanlage zur Herstellung der Wunderpille Forever Young. Das ist ein Medikament, das für immer jung hält. Aladdin möchte Simon für den Bau einer Chemieanlage beauftragen. Die Anlage soll in einem Jahr nach Saudi-Arabien exportiert werden. Simon möchte dafür 10 Millionen Euro. Am liebsten hätte er das Geld nicht erst monatelang nach Fertigstellung, sondern schon während des Baus, um seine Kosten zu decken. Und jetzt die Frage, wie wird dieses Geschäft abgewickelt und finanziert? Simon hat davor noch nie nach Saudi-Arabien exportiert. Woher weiß Simon, wie zuverlässig Aladdin ist? Wer gibt ihm die Garantie, dass er sein Geld erhält, wenn er loslegt? Mit diesem erhöhten Risiko geht verständlicherweise ein stärkeres Absicherungsbedürfnis der Unternehmen einher. Simon braucht einen Ansprechpartner, eine Bank, die ihm helfen soll, das Exportgeschäft abzuwickeln. Doch solche klassischen Finanzierungslösungen sind für Unternehmen teuer. Die Bearbeitung solcher Geschäfte ist für Banken sehr aufwendig. Eine Bank muss die Bonität der Unternehmer prüfen. Eine Importbank muss zum Beispiel entscheiden, ob sie das volle Risiko trägt, falls Kunden wie Aladdin nicht zahlen können. Dann müssen sich die Banken um den ganzen regulatorischen Kram zwischen den Ländern kümmern. Sie müssen die Dokumente mit den Transaktionen prüfen und bestätigen. Allein da können sich wieder Fehler einschleichen. Vieles an diesen Geschäften ist nur teilweise automatisiert oder digitalisiert. Zu kleine Aufträge lohnen sich kosten- und zeittechnisch nicht. Nicht für die Banken, nicht für die Unternehmen. Und das wiederum erschwert den Zugang zum Trade Finance Markt. Kleine und mittelständische Unternehmen aus Entwicklungsländern wie dem asiatisch-pazifischen Raum oder aus Afrika leiden dabei am meisten. Banken müssen rund 40% ihrer Anträge ablehnen. Häufig werden sie nicht als kreditwürdig eingestuft oder erfüllen nicht die notwendigen Sicherheitsanforderungen. Auch das Währungsrisiko und das politische Risiko spielt eine entscheidende Rolle. Die Finanzkrise 2008/2009 hat die Zurückhaltung der Banken in den ärmeren Ländern verschärft. Ach ja, ich bin auch klein und Unternehmer, von daher, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht auf Like zu drücken. Das Finanzierungskapital, die Liquidität verlagert sich weg von den kleinen regionalen Banken zu den weltweit größten Banken und zu deren Großunternehmen. Regionale Banken haben nicht genug liquides Kapital, was sie als Kredite an ihre kleinen und mittelständischen Unternehmen verleihen könnten. Die Folge:
Der Trade Finance Markt klafft immer weiter auseinander. Die Handelsfinanzierungslücke wuchs allein von 2019 bis 2022 von 1,5 Billionen US-Dollar auf 1,7 Billionen an. Unternehmen fragen mehr Kapital nach, als Kapital verfügbar ist. Würden wir diese Lücke schließen, könnten wir das Potenzial vieler Kleinunternehmer entfesseln. Unser globaler Handel könnte auf eine faire Art und Weise noch stärker wachsen. Okay, verstanden. Es geht um viel Geld und unsere Weltwirtschaft. Was hat das jetzt mit Krypto und XDC zu tun? Viel. Denn das XDC-Netzwerk konzentriert sich darauf, den Trade Finance Zugang für diese Unternehmen zu erleichtern. Dabei möchte XDC auf Basis von Blockchain-Technologie eine dezentrale Infrastruktur bereitstellen. Die einzelnen Akteure im Trade Finance Markt erhalten Zugang zu einer einheitlichen Plattform, über die liquides Kapital und Daten ausgetauscht werden können. Das funktioniert, indem Vermögenswerte über bestimmte Standards tokenisiert, sprich digitalisiert werden. Bestimmte Transaktionen und Dienstleistungen werden in Echtzeit abgewickelt und auf der Blockchain aufgezeichnet. Damit alle Finanzinstitute bei der Abwicklung die gleiche Finanzdienstsprache sprechen, unterstützt XDC den ISO 20022 Messaging Standard. Mehr zu ISO findest du in einem extra Video auf dem Kanal. XDC ist außerdem mit dem Ethereum-Netzwerk kompatibel. Der XDC-Token wird verwendet, wenn Transaktionen und Smart Contracts innerhalb des Netzwerks abgewickelt werden. Okay, das klingt alles sehr theoretisch und technisch. Was hat XDC noch für den Trade Finance Markt zu bieten? Wer setzt die Lösungen von XDC bereits aktiv um? Sehr gut. Wir kommen zum nicht technischen Mehrwert von XDC. Für einen globalen Handel braucht es globale Bündnisse, die Technologie und ihre Expertise darüber an die Unternehmer weitertragen. XDC pflegt engen Kontakt zu verschiedenen Handelsorganisationen. Dazu gehört die International Trade Information Association, kurz ITFA, wo XDC als erstes Mitglied aus der Blockchain-Branche eingeladen wurde. André Kastermann nimmt dabei eine Art Schlüsselposition ein. Der Ex-Swift-Leiter von Swift Corporate and Trade ist jetzt einerseits bei der ITFA im Vorstand und leitet dort sämtliche Fintech-Aktivitäten, andererseits ist er als Berater für XDC tätig. Seit 2021 ist XDC Mitglied der DNI-Initiative, ein von der ITFA gegründeter Verein. DNI möchte Handelsdokumente und Finanzierungsinstrumente aus dem herkömmlichen Handelsrecht digitalisieren. Dabei baut die Initiative ihre Arbeit auf Basis eines Modellgesetzes auf, das heißt MLETR. Das Gesetz wurde 2017 von der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht verabschiedet. MLETR soll die Nutzung übertragbarer elektronischer Dokumente wie Schuldscheine, Frachtbriefe, Lagerscheine oder Schecks in digitaler Form regulieren. Der Plan? Diese digitalen Originaldokumente können damit reguliert via Blockchain verfolgt werden und Geschäfte über Stablecoins sekundenschnell ermöglichen. XDC Network bietet die erforderliche Blockchain-Infrastruktur, um die Interoperabilität zwischen Finanzinstituten, Plattformen und Ökosystemen zu unterstützen. Wir freuen uns, mit Mitgliedern der DNI-Initiative zusammenzuarbeiten, um MLETR zum Leben zu erwecken. Ein anderes Konsortium, der ITFA, die TFDI, widmet sich weniger der Digitalisierung, sondern der mangelnden Liquidität im Markt. Gemeinsam sitzt XDC als erstes Blockchain-Mitglied mit Konzernen wie der Allianz, Santander, Deutsche Bank, ING, HSBC und viel mehr am Tisch. Und hat XDC auch ein eigenes Partnernetzwerk? Gibt es Projekte mit XDC? Die gibt es. Hier siehst du eine Übersicht der Netzwerkteilnehmer von XDC. Auf ein paar gehe ich jetzt beispielhaft ein. Erstes Beispiel Quant. Der Overledger, das ist ein Produkt von dem Quant-Netzwerk, unterstützt seit Mitte 2022 das XDC-Testnetzwerk. Diese Unterstützung verschafft XDC mehr Interoperabilität zu anderen Netzwerken. Dann zweites Beispiel TradeTech. Das ist ein Vertriebsanbieter von Handelsfinanzierungsanlagen. Durch eine Partnerschaft mit TradeTech und XDC gelang es den beiden im September 2021 die erste richtige Handelsfinanzierungstransaktion über das XDC-Netzwerk abzuschließen. TradeTech tokenisierte dabei Trade Finance Vermögenswerte als NFT auf XDC. Der Sinn dahinter?
mehr Liquidität, mehr Anleger erhalten Zugang zum Markt. Oder mit den Worten des CEOs: Es muss mehr getan werden, um die immer größer werdende Handelsfinanzierungslücke zu schließen. Kreative Technologien werden wahrscheinlich Lösungen bieten, beispielsweise die Erstellung von NFTs, um Vermögenswerte zu bündeln und sie einem breiteren Sekundärmarkt zur Verfügung zu stellen. Beispiel 3: Drada. Im Juli 2022 wurde der erste vollständig regulierte Security-Token auf dem XDC-Netzwerk eingeführt, der durch Trade Finance Vermögenswerte abgesichert ist. Sinn eines solchen Tokens? Die Drada-Tokens repräsentieren kleine, verpackte Bündel von Handelsfinanzierungsvermögenswerten. Das sind zum Beispiel große Handelsrechnungen. Institutionelle Anleger, aber auch Privatanleger können über diese Tokens anteilig Vermögenswerte erwerben und erhalten Zugang zu einem völlig neuen Anlageklassenmarkt. Also wieder mehr Liquidität für die Handelsfinanzierungslücke. Beispiel 4: Stablecoin-Herausgeber Fluent und Impel. Die beiden Unternehmen gaben in einer strategischen Zusammenarbeit 2022 bekannt, den regulierungsgesteuerten US Plus Stablecoin auf XDC zu integrieren. Fluent möchte mit seinem Stablecoin in den Trade Finance Markt expandieren. Impel bietet jetzt Fluent die passenden ISO 20022 Schnittstellen an, damit Banken einheitliche Finanznachrichten verschicken können und bei Wunsch über den Stablecoin Transaktionen sofort abwickeln können. Eine Alternative zu SWIFT. Neben den ISO-Schnittstellen bietet Impel eine R3-Corda-Brücke zum XDC-Netzwerk an. Die Brücke ebnet damit einen gemeinsamen Stablecoin zwischen dem privaten Banken-Corda-Netzwerk und der öffentlichen XDC-Blockchain. Die Industrie auf der ganzen Welt wird bald sehen und hungrig darauf sein, die Vorteile der grenzüberschreitenden Abwicklung in Echtzeit zu nutzen. Stasis machte das Prinzip von Fluent und Impel nach. Beispiel 5. Das Fintech-Unternehmen aus Europa brachte Ende 2022 mit dem EURS den größten Euro-Stablecoin ins XDC-Netzwerk. Und letztes Beispiel, Beispiel 6. Im Juni 2023 ging XDC eine Kooperation mit einer Tochtergesellschaft der Börse SBI ein, um in den japanischen Markt zu expandieren. Die SBI-Gruppe gehört zu Tokios größten Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir freuen uns sehr, mit SBI VC Trade zusammenzuarbeiten und das XDC-Ökosystem auf den japanischen Markt zu bringen. Japan ist ein entscheidender Knotenpunkt für den internationalen Handel. Übrigens, wenn du mehr über Xinfin und XDC erfahren möchtest, schau dir noch nach dem Video direkt das XDC einfach erklärt Video an. Den Link findest du in der Beschreibung. Und jetzt? Hast du ein Fazit? Mein Fazit willst du? Puh, ehrlich, ich weiß nicht, ob wir Projekte wie XDC unterschätzen. Ich habe mich vorher noch nie mit dem billionenschweren Trade Finance Markt auseinandergesetzt. Vielleicht hatte ich den Markt deswegen gerade eben nicht auf dem Radar. Die Handelsfinanzierungslücke ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Es gibt bereits Lösungen wie KI-gestützte Dokumentenverarbeitung oder maschinelle Lösungen, wo du einen Bonitätsscore für Unternehmen vergeben kannst. Doch überleg mal. Banken arbeiten schneller, aber immer noch mit dem gleichen System, oder? Ist es nicht zu kurzfristig gedacht, zu simpel? Mehr Liquidität fließt dadurch nicht in den Markt. Wer oder was verbindet das nötige Kapital für Kleinunternehmen mit zahlungskräftigen Investoren? Wie bleiben Kreditzinsen bezahlbar? An dieser Stelle zeigt XDC-Netzwerk mit NFT, Stablecoin, Security Tokens, einem standardisierten ISO-Nachrichtenformat, einem Partnernetzwerk zu Handelsorganisationen und was weiß ich alles, dass eine gemeinsame Plattform langfristig betrachtet die Handelsfinanzierungslücke reduzieren könnte. Tokenisierte Trade Finance Vermögenswerte bieten Anlegern Anteilnahme. Kleine Unternehmen können ebenfalls mehr teilnehmen. Ist es nicht das, was wir unter Web3 verstehen? Wie erfolgreich XDC speziell mit seiner Kryptowährung namens XDC wird und sich als führendes Blockchain-Unternehmen im Trade Finance entpuppt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es davon abhängt, ob die großen Player ihrer Branche der Blockchain-Technologie langfristig treu bleiben wollen. Dazu müssen die Institute verstehen, dass die Finanzierungslücke nicht von allein kleiner wird. Sie müssen verstehen, dass Geld und Zeit im Vorfeld riskiert werden müsste. Die Technologie ist für einen Versuch bereit. Das Interesse geweckt, die ersten Regulationen getan. Hättest du gedacht, dass wir mit Krypto eines Tages so weit kommen? Und dabei hat die Reise doch erst begonnen. Was ist dein Fazit? Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.
Bis dahin bleib auch du von Krypto fasziniert. Mach's gut, tschüss. Für einen globalen Handel braucht es globale Bedingungen. That's the message. Für mich ist es China, aber China ist auch okay. Ach egal, wenn du da draußen das einfach weißt, wie man es richtig ausspricht, das ist mir einfach.